Hallo. Hallo. Ja, sieht komisch aus, ist aber so. Unsere Hauptkamera ist ausgefallen. Jetzt machen wir es mit der normalen hier, mit der Handycam. Willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind zwei Piranhas und wir erzählen heute was über Social Media. Genau. Social Media Rules heißt die Sendung. Und ja, wir sind offene Menschen und kommunizieren sehr viel. Digital steht hier. Aber wo genau sind sie denn und wo rennen sie denn hin? Das haben wir uns auch oft gefragt. Ne? Wissen wir auch nicht so genau. Und deswegen haben wir so ein bisschen, sind wir concerned oder verwirrt, confused. Ja. Ne? Deswegen wird auch diese Sendung sehr confused, weil es nämlich alles digital ist mittlerweile und wir nicht so richtig raffen, was geht denn ab? Aber ihr wisst das bestimmt, weil ihr seid nämlich die Leute, die Social Media auch mitgestalten und mitmachen, und deswegen haben wir auch weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, welche Social Media Plattform benutzt du denn eigentlich? Was ist dein Favorit? Und die haben Folgendes gesagt. Ich benutze eigentlich alles im Moment, also Facebook, Twitter, Instagram, auch Twitch und so, also wenn man es jetzt dazu zählen möchte. Ja, und LinkedIn natürlich auch. Ich versuche tatsächlich, ich benutze sie von Job wegen her, Instagram und Facebook, versuche aber eigentlich mich ein bisschen fernzuhalten. Wenn ich ein bisschen scrolle, dann aber auf jeden Fall eher bei Insta. Einige, aber nicht alle, vorwiegend immer noch für alte Männer Facebook, Twitter nämlich, und das ist auch mein Favorit, weil sich da immer sehr schöne Gespräche entwickeln. Ja gut, immer ist jetzt übertrieben. Also Twitter nehme ich sehr gerne, meistens entwickeln sich auch schöne Gespräche und ich habe auch schon nette Menschen darüber kennengelernt. Was ich am benutzerfreundlichsten finde, ist dann halt doch Instagram, weil es halt so mega easy ist und gerade für mich als Artist ganz cool ist, weil du siehst ja direkt die Bilder. Was aber leider wirklich am besten funktioniert, was ich auch weiß, aber leider zu wenig nutze, ist halt eigentlich Twitter in dem Fall. Aber ich finde Twitter halt mega mühsam leider. Das muss ich noch irgendwie reinkommen. Aber allein, dass du nur so und so viel Text hast und immer mit den Hashtags gucken musst und so, das macht es immer ein bisschen anstrengender. Twitter, ehrlich gesagt, so vom Informationsgehalt irgendwie. Favorit würde ich sagen, kommt drauf an. Bei Facebook finde ich es halt cool, dass du wirklich mit deinen Kontakten weiter Kontakt hältst und auch mal längere Texte schreiben kannst, längere Diskussionen führen kannst, öffentlich und so. Ich benutze Facebook. Ich bin noch so einer von der Facebook-Schule, so ein Alter. Twitter und Instagram. Und am meisten nutze ich und informiere ich mich eigentlich über Instagram mittlerweile. Ja, sehr bezeichnend, finde ich. Oder nicht? Welche gibt's denn überhaupt, welche Social Media Sachen, und welche benutzt du denn zum Beispiel? Ich meine, du bist ja auch so ein Social Media Mensch und fühlst dich da zu Hause, ne? Schon. Ja. Aber das ist so auch ein Prozess. Es ist im Wandel, würde ich sagen. Ah ja. Also früher habe ich zum Beispiel sehr gerne Facebook benutzt und habe auch selber öfter mal darauf irgendwas gepostet. Dann bekam Piranha Bytes eigene Social-Media-Kanäle und habe ich gedacht, ach, brauchst du selber auch nicht mehr so häufig was posten. Mir geht das auch so. Ich habe auch früher, wenn man bei mir guckt, irgendwie bei Facebook gibt's auch ein paar alte Kamellen so, ne? Aber so, ich mache ja mittlerweile so viel Öffentlichkeitsarbeit so, ne? Devplay, das hier, und auch jetzt sind wir auch auf Promotion-Tour, sehr häufig irgendwo Interviews und so weiter. Da fällt das schon schwer. Also ne? privat poste ich tatsächlich nur noch dann, wenn ich der Meinung bin, das ist jetzt auch ein Post wert. Also irgendwie nicht mein Frühstück oder so, sondern tatsächlich, wenn irgendwas Besonderes ist oder ich mich an was Besonderes erinnere und das Gefühl habe, so, das ist jetzt wert, dass ich das mit anderen teile. Ansonsten bin ich da Social Media faul geworden, weil wir das halt auf der Arbeit so viel machen. Und ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, wäre das anders gewesen. Hätte ich, glaube ich, mich mehr mitgeteilt. Brauche ich aber so ja gar nicht. Und dann, so ähnlich ist es auch mit dem Kommentieren. Ich kommentiere relativ wenig auf Social Media, weil ich denke,
Also wie war das nochmal? Wenn es nicht wahr ist, wenn es nicht nett ist und wenn es nicht wirklich wichtig notwendig ist, dann brauchst du auch nichts sagen. Das ist so ein asiatisches Sprichwort, Ja. ne? Und so handhabe ich das mit Social Media in der Regel und deswegen kommentiere ich sehr wenig. Aber für unsere Firma benutzen wir es tatsächlich sehr, sehr häufig, was auch absolut Sinn macht heutzutage, weil, ich meine, ihr guckt gerade auf YouTube zu, also macht es Sinn, dass wir diese Videos machen, denn das lohnt sich offensichtlich ganz stark. Mhm. YouTube ist ein richtig schönes Ding. Ich benutze YouTube sehr, sehr häufig, auch in meiner Freizeit. Mhm. Du auch? Mhm. Weil YouTube einfach so unfassbar viel Content hat und man da super stöbern kann und Sachen finden kann. Von alten Serien, Filmen, über irgendeinen Quatsch, den irgendeiner macht, über Let's Plays, ist da wirklich alles zu finden und YouTube war einfach unsere Plattform. Jetzt gibt es aber auch noch sowas wie TikTok. Hattest du Twitter schon erwähnt? Nein, da bin ich noch gar nicht angekommen. Ach so. Ich vergleiche jetzt quasi TikTok mit YouTube, weil TikTok halt auch eigentlich eine Videoplattform ist. Ja. Ne? Und da machst du aber nicht diese Riesendinger wie wir hier irgendwie. Dann könnten wir sagen, ja, dann machen wir hier, machen wir da auch. Ne? Dann haben wir halt zweimal das hochgeladen. Sondern das sind meistens irgendwie so knackige, prägnante, kleine Videos, die da hochgeladen werden. Und das Publikum ist dann ein entsprechend relativ junges Publikum, die sich in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, sich den Kram angucken. Da gibt es sehr viele Trends und Challenges und was nicht alle. Und wir hatten auch oft darüber nachgedacht, ob sich das lohnt für uns, auf TikTok zu gehen. Aber weil wir nicht dieselben Videos benutzen können, würde sich da irgendwie der Aufwand dafür multiplizieren. Und deswegen sind wir noch nicht auf TikTok. Würde sich das lohnen? Ne? Was sagt ihr? Wie viele von euch gucken jetzt auch noch TikTok? Das würde mich mal interessieren. Würde sich das lohnen, sagt sie so salopp. Noch eine Plattform. Ja. Ja, ich meine, das ist ja ein Arbeitsaufwand, ne? Ja. Und das muss sich ja dann auch erstmal lohnen, zu sagen, okay, ich nehme diese Zeit jetzt, die ich eigentlich für was anderes hätte, dafür, weil ich das Gefühl habe, das lohnt sich am Ende. Ne? Bei YouTube haben wir gesagt, ja. Bei Twitch haben wir gesagt... Saruman würde sagen, die Welt befindet sich im Wandel. Ne? Ja, und man auch. muss mitgehen, sonst ist man ziemlich schnell altes Eisen. Twitch, auch eine Videoplattform, aber live. Ja. Bedienen wir super selten. Wir sind meistens immer gerne Gast irgendwo. Ja, das ne? ist cool. Das ist total gestreamt werden wir sehr häufig oder sind sehr häufig bei Streams dabei. Aktuell der Stream gestern mit der GameStar, über 10 Jahre THQ Nordic. Und davor am letzten Freitag, am 17. September, da war ja die große THQ Nordic 10 Jahre Jubiläumsnacht und da haben wir zusammen mit Gronk, mit Erik Range gestreamt und haben dort uns die ganze Sendung so Backseat-Watching, Rudelgucken-mäßig angeschaut und dann haben wir dem Gronk auch spielen lassen, die ersten Minuten von Elex 2 und da sind wir auch im Stream unterwegs gewesen. Kann man sich auch noch anschließend angucken auf Twitch und oder YouTube. Ja. Ja, das ist cool. Also Gast sind wir gerne. Wir streamen auch selber gerne, aber da kommen wir meistens nicht zu. Und das ist die Hürde. Ne? Das ist so zeitaufwendig. Meistens frisst das dann mindestens locker erstmal 2 Stunden, dass man das regelmäßig einfach nicht hinkriegt. Das heißt, bei besonderen Events, die ja auch in der letzten Zeit häufig ausgefallen sind, lohnte sich das ab und zu schon. Wir hatten zum Beispiel mal eine Gamescom mitgestreamt, verschiedene Events. Aber jetzt in letzter Zeit bot sich das überhaupt nicht an und darum ist bei Twitch bei uns nicht so viel los. Aber wir haben noch andere Plattformen. Twitter zum Beispiel. Ne? Das heißt also, wir tweeten ab und zu mal. Regelmäßig sogar. Regelmäßig sogar. Ne? Was genau, können wir gleich nochmal beleuchten oder so. Und auf Instagram sind wir auch. So. Ja, wir haben wir haben unterschiedliche Arten von Kanälen sogar, die wir bedienen. Ne? Auf Instagram haben wir zum Beispiel ganz klassisch einen Piranha Bytes Kanal. Ne? Dann posten wir einfach alles rein. Alles über unsere Spiele, alles über uns, was das gerade so gibt. Weil es ja auch immer so Grafikzeug ist. Ne? Das heißt, Instagram steht drauf, Bilder zu zeigen. Und das ist auch sehr schön für Bilder und so weiter, aber Links zum Beispiel funktionieren dann nicht so gut. Das heißt, man kann die da zwar posten, aber man kann die da nicht rauskopieren. Man kann die nicht anklicken. Man kann die nicht anklicken und nix. Das ist natürlich schon ein bisschen, man kann die höchstens abtippen. Ne?
Es ist halt ein bisschen Oder unglücklich. rauskopieren, glaube ich, geht schon, aber es ist halt schon Genau, du hast halt keinen Direktlink, sondern musst das irgendwo hin, das Copy-Paste. Bei Twitter funktioniert das wieder sehr gut. Ne? Da kannst du anklicken und das läuft alles und so. Aber leider hat Twitter keine Historie, ne? Das heißt, die Sachen, die da drin sind, die sind immer ziemlich schnell futsch. Ja, du kannst halt schwer suchen. Du kannst schwer suchen, ne? Was da auf selber rauskommt. Finde ich aber bei allen. Also YouTube funktioniert da super, da kann man gut suchen. Ja. Facebook hingegen finde ich auch echt. Ja, vor allem, weil da nicht kannst du dir sogar eine zugänglich. Bibliothek aufbauen, ne? Unser Piranha-Becken TV hier. Ihr habt ja sehr viel Bildmaterial mittlerweile von uns hier, wo wir über wirklich unheimlich viel Zeug reden hier, über unsere Spiele und so weiter. Das heißt, das ist unsere Art, Community-Arbeit zu betreiben. Und wir behandeln hier auch sehr viel Fragen, ne, die uns gestellt werden. Und einmal im Monat ungefähr ist dann auch so eine FAQ-Runde, wo wir dann tatsächlich nur Community-Fragen hier haben und gar kein Thema behandeln oder irgendwie was über unsere Spiele erzählen, sondern nur Fragen beantworten. Und das macht auch Sinn und da kannst du dann auch in der Bibliothek stöbern bei YouTube. Ne? Das ist bei Facebook auch, ne? Über Bilder und so weiter. Aber Twitter finde ich, glaube ich, am schwierigsten, was das angeht. Das ist noch weniger Suchfunktionen, ja. So, da hat alles irgendwie seine Vor- und Nachteile. Was machen wir denn genau, Social Media mäßig, so in regelmäßigen Abständen? Ich sage mal, Allfälliges kommt auch vor. Das heißt, dass wir mal sagen, wir teilen was, ne? Oder wir liken auch ein paar Sachen, kommentieren selten irgendwas. Aber wenn irgendwas aktuell irgendwie cool ist, dann posten wir das auf den entsprechenden Plattformen, die wir gerade erwähnt haben. Und dann haben wir noch so unser Wochenprogramm. Wir haben Elex Facts, das heißt, wir zeigen Screenshots aus unserem aktuellen Titel, wie das Spiel aussieht. Ja. Aktuell Elex 2. Und kommentieren das immer mit einem lustigen Spruch und sagen so, das ist ein Fakt aus unserer Welt. So, das könnt ihr dann immer so einen Tag, wo wir nochmal erwähnen, dass ein YouTube-Video englische Untertitel hat. Ja, die englischen Untertitel kommen arbeitstechnisch halt immer ein bisschen nach den Originalen, sag ich jetzt einfach mal. Genau. Und dann samstags gibt's dann den Concept Art Saturday. Ja, tatsächlich. Den wir früher als Screenshot Saturday, wo andere Menschen da draußen Screenshots von unserem Spiel gemacht haben, aber davon gibt's noch nicht so viele über Elex 2. Deswegen zeigen wir euch samstags jetzt erstmal unsere ganzen Concept Arts aus unserem Spiel. Das heißt, wie wir unsere Designs und unsere Visionen entwickelt haben. So, das heißt, das könnt ihr auf unseren Social Media Kanälen sehen. Da unsere Concept Arts natürlich irgendwann erschöpft sein werden, eure Möglichkeiten, Screenshots zu machen, aber nicht, ist es halt auch super wahrscheinlich, dass wir nach Release, wenn ihr selber irgendwie Bock habt, Screenshots zu machen von unserem Spiel, wieder umändern, dass wir dann wieder Screenshots eure Screenshots dann die ihr in mühseliger Kleinstarbeit erstellt und dann irgendwo hochgeladen habt, dass wir die dann auch mal. Das ist eine gewisse Art von Ehrung, ja, dass jemand schöne Bilder aus unserem Spiel rauskriegt irgendwie und die dann auch veröffentlicht. Das finden wir total toll und deswegen machen wir das. Und auch veröffentlichen wir ab und zu eine Folge von DevPlay, ja. Das ist auch so ein YouTube-Kanal, ne? Da sind mehrere Entwickler aus Deutschland dabei. So, wir haben uns damals mal die German All-Stars genannt. Ja, so, das war der Arbeitstitel von dem, was dann DevPlay geworden ist. Dabei sind King Art, Deck 13, Owned by Gravity, Keen Games, Mimimi Games waren letztens dabei, Black Forest Games waren dabei und auch noch viele andere, sowie Jager, Crytek, Delic war mal dabei. Die Delic war mal dabei und ich habe bestimmt ganz viele ganz wichtige vergessen. Tut mir sehr leid. Sluggerfly war dabei. So, und es gibt so ein Kernteam, immer so Gäste, ne, kann man sagen. Ja, also so die ersten. Und wir sind auch da, also ich meistens, das Piranha Bytes Vertreter. Und da reden wir immer und das posten wir auch. Ja, auf unseren Social Media Kanälen. Dass man darauf aufmerksam wird. Und das ist eigentlich ziemlich viel, was wir machen als Entwickler, finde ich. Ne? Wenn man sich anguckt, wie viele Entwickler es so gibt in Deutschland und wie viele die so posten,
Da werden wir auch mal gefragt, irgendwie, warum macht ihr denn so viel? So, ne? Konzentriert euch doch mal lieber auf euer Spiel. So, ja, macht doch mal lieber das Spiel geil, anstatt hier so viel Stuss zu reden oder sowas. Ja, haben wir auch schon öfter gehört. Das ist Community-Arbeit. Das erleichtert uns die Arbeit tatsächlich immens, ja, weil ihr da draußen, ihr seid sehr wissbegierig und dass die ganzen immer dieselben Fragen immer wieder gestellt werden, das ist halt so, das passiert so, ne? Und damit können wir schon sehr viele Fragen beantworten, indem wir einfach sehr transparent sind, ne, als Entwickler und euch sehr viel erzählen, wie unser Alltag funktioniert, was uns umtreibt, wie wir Entscheidungen treffen, welche Game Design Aspekte zum Tragen kommen, wenn man zum Beispiel irgendwie Teleporter verteilt oder wenn man irgendwelche Weltbegrenzungen macht oder so. Das waren jetzt Sendungen, die wir heute gemacht haben. Das sind so Dinge, die euch brennend interessieren. Das hören wir immer wieder und deswegen versuchen wir uns zu vermitteln, damit wir auch auf diese Sendungen dann verweisen können. Das heißt also, wir können den Menschen dann sagen, wenn die uns auf der Straße ansprechen und sagen, mal Weltbegrenzung, wie ist das denn? Erklär dich mal. Dann können wir sagen, okay, ich erkläre es dir kurz und knapp. Ne? Aber wenn du das genauer wissen willst, dann guckst du auf unseren YouTube-Kanal, gibst du Piranha Bytes ein und dann findest du da den entsprechenden Inhalt, wo wir es genauer erklären können und dir genau umreißen, wie wir Dinge sehen und so weiter. Und das machen wir in ständiger, immer fortwährender, wöchentlichen Abständen, so eine Öffentlichkeitsarbeit. Und wir finden das auch sehr gut, weil es uns das Leben leichter macht. Tatsächlich. Und nicht das Gegenteil. So. Hast du eine Community-Frage? Die Community-Frage, die haut genau in dieselbe Kerbe. Die lautet nämlich, klaut ihr euch nicht Entwicklungszeit dadurch, dass ihr diese regelmäßigen Montagsvideos macht? Das ist die Frage gewesen. Und es gab mal so einen Spruch, irgendwie, der hieß, alles in die Schokolade und nichts geht in die Werbung. Ja? Das passt sehr schön an dieser Stelle. Ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie die geilste Schokolade auf der Welt mache, aber sie nicht bewerbe, dann isst sie auch keiner. Und das kann man natürlich nicht machen. Das heißt, natürlich brauchen wir Entwicklungszeit. Und wir klauen uns auch nicht die Entwicklungszeit dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel YouTube-Videos machen oder Posts erstellen auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen. Ich glaube, der Trick ist, dass man das effektiv tut und dass man sich die Sachen raussucht, die man nebenbei noch schafft zu machen und die Sachen lässt, die unfassbar viel Zeit kosten, aber dann auch nicht mehr Ertrag gebracht hätten, als wenn man irgendwie was getwittert hätte, sag ich jetzt mal. Und da liegt, glaube ich, dann der Trick, denn man kann wahrscheinlich tolle Sachen machen. Diese Videos hier zum Beispiel, die könnten wir auch noch sehr viel aufwendiger gestalten, mit mehr Schnitten und Einblendungen und noch Soundgedöns. Das machen wir jetzt alles auch, aber in einem Rahmen, der schaffbar ist. Wenn man jetzt irgendwie explodieren würde mit irgendwelchen Aufwandsideen, dann würde das so viel Zeit kosten, dass man das gar nicht mehr schafft, regelmäßig. Ja, es gibt sehr viele Kollegen, die haben das mal eine Zeit lang gemacht und haben gemerkt, irgendwie, das ist aber sehr aufwendig, ja, und dann gab es halt nur wenig davon. Ja. Wir sind der Meinung, eine fortwährende, kontinuierliche Berichterstattung von der, an der Front hier, an der Games-Making-Front, können wir sagen, so, das ist uns wichtiger, damit wir näher dran sind an euch und darum erleichtert uns auch das Leben. Also es ist eher stressabbauend, wenn wir euch informieren, anstatt dass wir Stress aufbauen oder Frust aufbauen. Warum meldet ihr euch nicht? Man hört nichts mehr von euch und hin und her und so. Das führt dazu, dass tatsächlich Druck aufgebaut wird intern. Das ist dann, ja, wann machen wir denn das nächste? Und wenn das nächste Mal einmal irgendwas gemacht wird, dann muss das auch knallen, dann muss das genau sitzen auf dem Punkt und dann, du musst. Das ist furchtbar. Ja, das macht einen kirre. Und durch diese Art der Social Media Sachen, die wir jetzt machen, sind wir sehr viel entspannter an der Sache. Denn da habt ihr sehr viel mehr von uns dann auch gesehen und könnt euch mehr Sachen dann auch zusammenreimen, wie das Spiel dann nachher ist und wisst auch viel mehr über uns, dass wir uns nicht ständig erklären müssen an einigen Stellen. Also wir glauben, der Trick an der Stelle ist Kontinuität. Ja. Ja, das funktioniert gut und dann ruft man sich ein und dann weiß man, wie es geht und dann geht es auch schnell.
und nicht, dass man irgendwie immer das Besondere sucht und dann an sich selber scheitert. Ich glaube, das ist sehr viel schwieriger dann und frisst dann am Ende auch sehr viel mehr Zeit für weniger Ertrag. Absolut. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Bis dann. Also macht's gut. Geht ganz gut, ne? Mit der Handykamera da. Ja, ne? ich denke, also so sieht das jetzt ganz gut Ja, aus. mal Ich gucken, hoffe, was ich da dass- raushol.